Die Burg Hohenzollern auf der Schwäbischen Alb. Stammsitz einer der ältesten Dynastien Deutschlands. Hier residierte einst ein Herrscherhaus, dessen Geschichte 950 Jahre zurückreicht. Noch heute gehören fast 100 Prinzen und Prinzessinnen zum Geschlecht der Hohenzollern, das deutsche Fürsten, Könige und Kaiser stellte. In Berlin, der Hauptstadt ihres einstigen Königreichs Preußen, haben die Hohenzollern bedeutende Spuren hinterlassen. Hier haben sie über das Schicksal des Deutschen Reiches bestimmt. Hier träumten sie von einem Weltreich und stürzten die Nation in ein Jahrhundert der Katastrophen. Im August 2011 wird Potsdam bei Berlin zum Schauplatz eines Ereignisses, das deutschlandweit Aufmerksamkeit erregt. Hochrangige Gäste sind geladen. Die Presse bringt sich in Stellung. Das deutsche Fernsehen sendet sogar live. Anlass ist die Hochzeit von Prinz Georg Friedrich von Preußen, dem heutigen Chef des vormaligen Königshauses. Wir haben gezögert, unsere Hochzeit im Fernsehen übertragen zu lassen. Die Tatsache, dass Preußen polarisiert, habe ich schon als kleines Kind mitbekommen. Und genauso wie ich es mit Menschen zu tun hatte, die das Preußentum, meine Vorfahren verehren und hochhalten, gibt es eben auch die Leute, die es sehr kritisch sehen. Schließlich geht es um den Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, der hier gefeiert wird. Inmitten der Prominenz sind Vertreter deutscher Aristokratenfamilien, bürgerliche Berühmtheiten und Abgesandte europäischer Königshäuser. Auch Politiker wollen sich sonnen im nostalgischen Glanz der Krone Preußens. Und das in Potsdam, wissen Sie, wenn Sie sich mal vorstellen, das war vor 20 Jahren noch kommunistisch, DDR, aber ist völlig undenkbar, dass dann sowas geschieht. Und dass überhaupt die Präsenz des Hauses Preußen, dass es wieder ins Bewusstsein rückt, dass es eben auch noch das gibt und das weiterhin gibt. Und ich habe auch mit Rührung gesehen, wie die Leute in der Straße standen. Die Braut ist von Stand. Prinzessin Sophie aus dem fürstlichen Hause Isenburg. Doch neben der Freude an Glanz und Gloria gibt es auch kritische Töne, in Erinnerung an weniger ruhmreiche Hinterlassenschaften der Preußen. Preußen wird mit gemischten Gefühlen bewertet, in der Geschichtswissenschaft genauso wie in der Öffentlichkeit. Es gibt Preußenvereine und Preußen-Enthusiasten und es gibt ebenso scharfe Ablehnung. Das hängt eben mit der Doppelgesichtigkeit auch Preußens zusammen. Zwei Gesichter, die berühmte Vertreter des Hauses zu verantworten haben. Friedrich der Große, er machte Preußen zur Großmacht. Der Preis? 3 verheerende Kriege kosteten Hunderttausende das Leben. Auch Wilhelm I. zog in die Schlacht. Der Preuße hatte Frankreich im Visier. Auf Kosten der Franzosen wurde das Deutsche Reich geboren, mit Wilhelm als Kaiser. Sein Enkel strebte nach Weltherrschaft. Wie kein zweiter deutscher Monarch ist Wilhelm II. Mit Pauken und Trompeten gescheitert. Am Ende des Ersten Weltkriegs ging das Volk auf die Straße, lehnte sich auf gegen den Regenten. Für Rechte und Reformen und eine Republik, die nach nur 14 Jahren scheiterte und in der Nazidiktatur endete. Mit dem Zweiten Weltkrieg verloren mehr als 12 Millionen Menschen ihre Heimat. Auch die Vertreter des Hauses Preußen. Nach 1945, mit der Flucht der Familie in den Westen, mit dem Zusammenbruch des gesamten Staates, das war sozusagen eigentlich der Untergang der Dynastie, die 950 Jahre alt geworden ist, die 500 Jahre lang regiert hat in Deutschland und Preußen
und die heute leben wie jeder Bürger. Bloß mit einer natürlich ganz anderen Tradition, ja, und einem ganz anderen Erbe. Was nach dem Krieg von den preußischen Schlössern übrig blieb, gehört heute dem Staat. Rund 150 historische Bauten und 800 Hektar Parkanlagen werden von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten verwaltet. Nur die Burg Hohenzollern in Schwaben ist noch im Besitz der Familie. Die Verantwortung für das Gemäuer obliegt heute Prinz Georg Friedrich. Schon von Kindesbeinen an musste er sich mit der Geschichte seiner Vorfahren auseinandersetzen. Bist du ein Prinz? Hast du eine Krone? Hast du ein Schloss? Diese Fragen haben mir immer so das Gefühl gegeben, irgendwie bin ich nicht ganz normal. Und ich war vielleicht unglücklich in dem Sinne, weil ich wollte immer normal sein und eigentlich möglichst unauffällig. Ich bin Person des öffentlichen Interesses per Definition, da kann ich mich gar nicht dagegen wehren. Ich stehe in der Nachfolge meines Großvaters, aber auch meines Urgroßvaters des Kronprinzen, und spätestens bei meinem Urgroßvater Kaiser Wilhelm II. Wird jeder was mit meiner Familie anfangen können, und daraus wird eben dieser Begriff Person des öffentlichen Interesses abgeleitet. Die Burg auf der Schwäbischen Alb ist das Wahrzeichen der Familie. Im 11. Jahrhundert begann hier die Geschichte der Hohenzollern mit der urkundlichen Erwähnung des ersten verbürgten Namensträgers, Burchard von Zollern. Durch Erbteilung spaltete sich die Familie zu Beginn des 13. Jahrhunderts in das Fürstenhaus Hohenzollern und das Königshaus Preußen, dem Prinz Georg Friedrich als Familienchef vorsteht. Seit Jahrhunderten gibt es keine dynastischen Verbindungen mehr zwischen beiden Linien. Als Familie treten sie aber noch heute gemeinsam auf. Die Burg Hohenzollern ist ja ein Joint Venture zwischen unseren Familien. Und allein das gibt schon genügend Anknüpfungspunkte, wenn wir uns hier regelmäßig treffen, überlegen, wie geht es mit der Burg weiter, was können wir für Veranstaltungen hier planen. Und bei Veranstaltungen durch die Geschichte weg war auch immer ein Fürst Hohenzollern anwesend. Und diese freundschaftliche Verbindung setzt sich eben auch fort, auch mit dem aktuellen Fürsten Karl Friedrich. Karl Friedrich ist das Oberhaupt der fürstlichen Familie von Hohenzollern. Bis 1849 regierten seine Vorfahren im schwäbischen Sigmaringen. Heute ist es seine Aufgabe, Besitz und Familie zusammenzuhalten. Es ist ja auch schon ein großes Glück, in so eine Familie hineingeboren zu sein. Aber die Verantwortungen lasten natürlich schon auf einem. Das sind Verantwortlichkeiten für Menschen, für den Unterhalt von Baudenkmälern, vom Schloss, von vielen Dingen, die eine normale Familie eben nicht hat. Die einstigen Herrscher über das kleine Fürstentum verfügen heute noch über ein großes Vermögen. Im Schloss Sigmaringen sind die Fürsten zu Haus. Bis in die 60er Jahre hielten sie hier an höfischen Traditionen fest. Wir hatten einen Hofstaat, wir hatten einen richtigen Hof. Also wir haben keinen Hofmarschall mehr gehabt, aber ein Mann, der nannte sich Kabinettschef. Das war von meinem Vater noch sehr wie ein kleiner monarchischer Betrieb. Wurde das so geführt in das Sigmaringen und hatte so einen Leibjäger, seinen Hofbüchsenspanner und hatte alles mit wunderbaren Livreen. Die wurden dann auch immer angezogen bei großen Gelegenheiten. Das war schon was. Seit Jahrhunderten ist es in Sigmaringen Brauch, den ältesten Sohn zum Alleinerben zu machen. Die scheidenden Erben gilt es mit einer Apanage zu versorgen. In dieser Tradition ist der heutige Fürst und Erstgeborene aufgewachsen. Man kann das Vermögen nicht aufteilen. Es besteht ja nicht aus Bargeld, sondern aus Werten. Ich kann nicht sagen, okay, das wird jetzt in 4 Besitzteile aufgeteilt und jeder hat ein Viertel. Das geht schief. Ich kann es verkaufen, dann ist es aber weg. Und mein Vater hat gesagt, bist du denn bereit, diesen Weg zu gehen? Und wenn du sagst ja, erwarte ich von dir, dass du auch konsequent das in deinem täglichen Leben umsetzt. Von seinem Vater hat Fürst Karl Friedrich auch ein Drittel an der Zollerschen Stammburg geerbt. Der große Rest gehört der preußischen Linie. Doch anders als der Fürst von Hohenzollern konnte der Prinz von Preußen auf väterlichen Rat nicht zurückgreifen.
Zu meinem großen Leidwesen kannte ich meinen Vater nicht. Er ist gestorben, da war ich 1 Jahr und ein paar Monate. Er war bei der Bundeswehr als angehender Leutnant der Reserve und hatte dort einen sehr schweren Unfall, der ihn sehr schwer verletzt hat. Es ist ein komisches Gefühl, jetzt zu wissen, dass ich älter bin, als mein Vater je geworden ist. Ich muss sagen, dass heute, auch noch nach so vielen Jahren, ich immer wieder in Situationen komme, wo ich es sehr bedauere, dass ich meinen Vater nicht kennengelernt habe, wo man sich vorstellt, hätte man noch einen Vater, den man fragen kann, würde man sich leichter tun. Also das ist sicher, also insofern vermisse ich ihn wahrscheinlich jetzt sogar noch mehr als damals. Um den Halbwaisen kümmert sich fortan der Großvater, Louis Ferdinand, Prinz von Preußen. Diese Selbstständigkeit, die dieser kleine Kerl gekriegt hat, ist dadurch entstanden, dass er erst was auf dem Kasten hat, also intellektuell, absolut, und eben diesen weisen, guten Großvater hatte, der ihn eben sehr milde betreut hat, ohne sein Vater zu sein. Prinz Louis Ferdinand ist noch in der Monarchie groß geworden. Ganz standesgemäß heiratete der Enkel des letzten Kaisers 1938 eine Großfürstin aus der russischen Zarenfamilie. 1951 wurde Louis Ferdinand Chef des Hauses Preußen. An der Bundesrepublik hatte er nichts auszusetzen. Doch wenn das Volk sich wieder einen Kaiser wünsche, dann stünde er bereit, gab er einmal zu Protokoll. Doch Herrscher war er nur in der eigenen Familie. Onkel Lulu war ich immer sehr familiär und nett. Auf der Burg waren manchmal Anlässe und Feste oder auch manchmal Beerdigungen leider. Und da hat man ihn gesehen und da war er eigentlich sehr zugänglich. Er war ja sehr musisch und sehr begabt und wunderbare Konzerte und hat komponiert. Und gelegentlich auch Hof gehalten, wie in guten alten Zeiten. Wenn er mit kaiserlicher Hoheit angeredet wurde, dann hat es eine absolute Selbstverständlichkeit. Das hat keiner in Frage gestellt, das sah nicht komisch aus. Allein durch sein Auftreten war er das, aber war auf der anderen Seite eben für mich auch trotzdem der typische Großvater. Doch der Großvater hatte ein kleines Problem. Er hatte 2 Leichen im Keller. Bis 1991 lagerten die Särge zweier Preußenkönige auf der Burg Hohenzollern. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs waren die Überreste von Friedrich Wilhelm I. und Friedrich dem Großen in den Westen geschafft worden. Gewissheit über den Zustand seiner beiden Ahnen brachte die Restaurierung ihrer Särge. Dann war mein Bruder von der Familie Zeuge, weil keiner der Preußen konnte. Man hat den toten Friedrich den Großen gesehen. Die Uniform hatte diese blaue, preußisch-blaue Farbe immer noch. Aber sonst hat er gesagt, das war, wie man das Bild vom König kennt, sehr klein, mit dieser sehr markanten Nase und diesem schiefen Mund, der durch einen Schlaganfall so schief war. Die Totenmaske gibt's ja, daran kann man sich ja orientieren. Also er war tief erschütternd. Also das ist, wenn Sie eine historische Figur wie Friedrich den Großen sehen, als Toten da drin, ich meine, das ist ein Toter, aber trotzdem, da kriegen Sie einen Schauer. Rausgeputzt gingen die beiden legendären Vorfahren der Preußen im August 1991 auf ihre letzte Reise. Geleit bekamen sie von der Bundeswehr. Das sorgte für Kritik in der Öffentlichkeit. Mit dem Sonderzug nach Potsdam. Die Wiedervereinigung macht's möglich. Doch die Umbettung der Preußensärge bleibt umstritten. Wenige Wochen nach dem Beschluss, Berlin wieder zur Hauptstadt zu erklären, schürte die Rückführung in Anwesenheit von Bundeskanzler Helmut Kohl seinerzeit Angst vor einem Wiedererstarken deutscher Großmannszucht. Ich erinnere mich noch, wie wir hinter den Särgen dann in Autos und teilweise in Bussen als Familie hinterherfuhren und die Leute wirklich bis direkt ans Fenster kamen. Und da mischten sich natürlich auch die teilweise maskierten Demonstranten drunter. Und ich erinnere mich dann noch, da gab es so dieses Bild von Friedrich dem Großen mit dem Totenkopf, der da rumgetragen wurde. Da wurde es dann laut. Und es hat schon so ein bisschen was Unheimliches gehabt. So hatte sich Friedrich der Große seine Beisetzung nicht vorgestellt. Ohne Pomp, Prunk und zeremoniell wollte er beerdigt werden. Das Sonnen im Glanz der alten Monarchen, auch nach 3 Jahrhunderten scheint die Faszination der Preußenkönige ungebrochen.
Das Grabmal vom alten Fritz ist heute eine Touristenattraktion. Er war in vielem genial, aber Genie ist gefährlich bei einem Monarchen. Und er hatte zu viel davon, wie auch andere preußische Monarchen zu viel Genie hatten, zu viel Begabung und damit auch Opfer ihrer Begabung wurden. Von 1415 an stellten die Hohenzollern die Regenten von Brandenburg. Mit dem großen Kurfürsten begann im 17. Jahrhundert der Aufstieg des Hauses. Sein Sohn Friedrich krönte sich 1701 zum ersten König in Preußen. 1713 kam Friedrich Wilhelm I. an die Macht. Eine furchteinflößende Armee verschaffte ihm den Beinamen Soldatenkönig. Er hieß zwar Soldatenkönig, aber er hat nie Krieg geführt. Er wusste nur, eine Armee ist dafür da, der Diplomatie Verstärkung zu geben, Nachdruck zu geben und notfalls das Land zu verteidigen. Das waren kriegerische Zeiten überhaupt. Es war die Zeit des Spanischen Erbfolgekriegs und der zog durch ganz Europa, Österreich und England auf der einen Seite, Frankreich, Spanien auf der anderen Seite. Das hat die moderne Welt geformt und dieses arme Preußen unter dem Soldatenkönig hatte den enormen Vorteil, dass es draußen vorblieb. Die Armee verschlang bis zu 80% der Staatseinnahmen. Dafür ließ der Soldatenkönig eisern sparen. Repräsentationsbauten wurden umfunktioniert, wie das prächtige Zeughaus, sein Waffenarsenal. Seine Untertanen ließ er kräftig zahlen, auch vor dem Adel machte er nicht Halt. Das war sein Verständnis von Wirtschaft und Verwaltung und einem stabilen Staat mit vollen Kassen. Er hat ein politisches Testament geschrieben für seinen lieben Sukzessor, seinen gar nicht so lieben Sohn, den Friedrich, wo er Regeln der Staatsführung aufstellt, die bis heute gültig sind. Also es fängt mit dem Geld an, dass man gutes Geld gut verwalten soll und nicht die Geldschmelze in Gang setzt, indem man beispielsweise Eurobonds oder anderes in Gang setzt, dass man sparsam ist. Buchführung, Kontrolle, bürgerliche Räte. Man musste nicht von Adel sein, um in der Verwaltung aufzusteigen. Man musste was leisten können. Der Soldatenkönig machte Schluss mit der Feudalherrschaft. Aber er war natürlich auch, wie jeder absolute Machthaber, ein bisschen psychopathisch. Die Macht bringt ja in den Menschen nicht nur das Schönste heraus, was selten ist, sondern auch das Schlimmste, was eigentlich die Regel ist. Das heißt, der Cäsarenwahn. Unter dem Cäsarenwahn litt vor allem sein schöngeistiger Sohn Friedrich, der spätere Große. Die künstlerischen und philosophischen Flausen wollte der Soldatenkönig seinem Sohn austreiben. Brutal bestrafte er den Thronerben, als der vor der väterlichen Tyrannei außer Landes fliehen wollte. Vor Friedrichs Augen ließ er dessen Freund und Fluchthelfer Hans-Hermann von Katte hinrichten. Dass Friedrich der Große so ein hartherziger Mensch wurde, ist sicher die Schuld seines Vaters. Weil der Vater eben so brutal war und ihn auch geschlagen hat und verprügelt hat und außer dieser sehr zarten Seele wirklich Unheil angerichtet hat. Die Erlösung kam 1740 mit dem Tod des Vaters. Der unterdrückte Königsspross verwandelte sich in einen kühl kalkulierenden Feldherrn. Jetzt machte er sich die Armee des Vaters zunutze. Er legte sich mit den mächtigen Habsburgern an und überfiel die österreichische Provinz Schlesien. Nach 3 langen Kriegen und mehr als 20 Jahren gelang ihm endgültig die Eroberung. Es gab ja nicht nur die unmittelbaren Kriegshandlungen, es gab auch die dazugehörige tiefe Depression des Landes, Elend und Armut. Das hat ihn eigentlich nicht sehr bekümmert. Die Eroberung Schlesiens war für das arme, sandige, kiefernbestandene Preußen, Brandenburg-Preußen, die entscheidende Stufe, der Aufschwung zur europäischen Macht. Damit war die Hoffnung verbunden, eine reiche Provinz zu haben, und Schlesien war eine fette Provinz. De Gaulle hätte gesagt, ich will am Tisch der Großen Platz nehmen. Und das hat er getan damit. Der militärische Erfolg verschaffte ihm den Beinamen der Große. Wir waren alle fritzisch gesinnt, schrieb Johann Wolfgang von Goethe, doch es gab auch viele, die nicht fritzisch gesinnt waren. Bis heute ist Friedrich der Große eine umstrittene Figur. Als Lichtgestalt wird er nicht gesehen, aber trotzdem stellt sich die Frage, was ist historische Größe? Das heißt nicht, dass es ein besonders guter Mensch war.
sondern das heißt, dass er eine gewaltige Wirkung entfaltet hat. Und in dem Sinne hat Friedrich der Große schon Größe gezeigt. Er förderte Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung, Justiz und Kultur. Doch dabei führte der Herrscher, der viel Sinn für die schönen Dinge hatte, ein Einsiedlerdasein. Am Rande von Potsdam ließ er seine Sommerresidenz errichten, Schloss Sanssouci. Die Entwürfe für das heutige Weltkulturerbe stammen aus seiner Feder. Friedrich schrieb, Friedrich philosophierte, Friedrich komponierte und spielte sogar konzertreif Flöte. Das musikalische Talent scheint den Hohenzollern in den Genen zu stecken. Den Jive hat Charlie im Blut. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich Karl Friedrich, der Fürst von Hohenzollern und Bandleader von Charlie and the Jive Mates. Soundcheck im Prinzregententheater. Für ein Wohltätigkeitskonzert haut auch der Fürst zu Schaumburg-Lippe in die Tasten. Don't get around much anymore. Also Kompliment ist super gut eingestellt auf die Hammer. Ich bin mit Musik aufgewachsen und es ist ein wunderbar ausgleichendes Hobby, weil man ist irgendwie ein anderer Mensch in dem Moment, wo man Musik macht und erst recht, wo man auf der Bühne steht. Licht aus, Spot an für Charlie and the Jive Mates. Da kommt sogar das Münchner Publikum langsam in Fahrt. Sein größter Fan sitzt in der ersten Reihe. Keinen Auftritt verpasst seine Frau Katharina. Er ist kein verschrobener Fürst, er hat keinen Standesdünkel und er ist ein toller Musiker. Und er spielt ja nicht nur Saxophon, er singt, er komponiert und spielt auch noch toll Gitarre, also ist ein Vollprofi. Ich finde ihn cool. Ich finde ihn einfach cool. Ein cooler Typ. Seit 2 Jahren ist das Paar verheiratet. Für den Fürsten ist es die zweite Ehe. Mit viel Elan widmet sich Fürst Karl Friedrich seinem Besitz aus Schlössern, Forst und Industrie. Kernstück des Familienimperiums ist das Zollernwerk, eines der ältesten Unternehmen Deutschlands, das der Fürst zur Hälfte sein eigen nennen kann. Vor über 300 Jahren nahm das Werk mit Eisenverarbeitung den Betrieb auf. Noch heute ist Zollern in der Metallindustrie tätig. Mit mehr als 1700 Mitarbeitern ist der Fürst einer der größten Arbeitgeber der Region. Die Menschen sind stolz auf den Fürsten, der hier lebt in Sigmaringen und als einer der hierigen hier wahrgenommen wird. Sie sehen dieses Unternehmen so ein bisschen als einen Ankerstein in dieser etwas turbulenten Welt. Und sie sagen, ein Unternehmen, das 302 Jahre überstanden hat, das muss stabil sein, das hat gezeigt, dass es Stürme überstehen kann, da möchte ich dabei sein. Stürmische Zeiten herrschten in den 70er Jahren. Stahlkrise, Missmanagement. Die Firma war kurz vor dem Bankrott. Über 1000 Arbeitsplätze standen auf dem Spiel. Mein Vater hat damals gesagt, ich kann das meinen Mitarbeitern nicht zumuten. Diesen Familien, die es in vielen Generationen schon teilweise für die Firma arbeiten und die auch eine Identität hier haben. Und hat sehr viel Immobilien, Waldflächen, Wertpapiere, Beteiligung zusammengezogen, verkauft, dass das Unternehmen wieder nach vorne kam. Heute steht die Firma besser da denn je. Um die Vermarktung von Schloss Sigmaringen kümmert sich die neue Fürstin. Fürstin Katharina veranstaltet Ausstellungen und widmet sich der Öffentlichkeitsarbeit. Sie kommt aus der Hamburger Werbebranche. Es ist in vielen Dingen ein anderer Schwung reingekommen. Das ist in der Tat sehr erfrischend, manchmal etwas ungewohnt, vor allem für den behäbigen Schwaben, wo jetzt plötzlich jemand aus Norddeutschland kommt und sagt, jetzt fackeln wir hier nicht lang rum, wir machen das jetzt so und so.
Für Verwaltung, Waffensammlung und Archiv sind 125 Mitarbeiter im Schloss beschäftigt. Die sogenannten Schlossgeister sind mal Hausmeister, Restaurator oder Museumsführer. Die Schlossgeister sind entzückend. Und es gibt einen, die Eltern waren schon hier im Schloss und der weiß alles. Also ohne den wäre ich aufgeschmissen. Wenn ich dann frage, wo ist das? Ja, Hoheit, das steht da und da, ich hole Ihnen das. Also, denn sich hier auszufinden, es dauert. Ich habe mich eben schon wieder verlaufen. Schloss Sigmaringen zählt mehr als 450 Zimmer, in denen seit Jahrhunderten die Fürsten von Hohenzollern zu Hause sind. Die Geschichte fängt an 1061. Das ist für uns fast nicht nachzuvollziehen. Und sie sehen ja auch alle gleich aus. Irgendwie lustige Gesellen. Mit langen Nasen. Und komisch spitzen Schuhen. Und gucken sehr seltsam. Anlässlich des 950-jährigen Bestehens des Hauses haben der Fürst und die Fürstin im Sommer 2011 Familie und Freunde eingeladen. In der portugiesischen Galerie des Schlosses findet sich ein, was Rang und Namen hat. Ein Festmahl nach historischen Rezepten steht auf dem Menü. Es wird genauso zubereitet wie vor über 100 Jahren. Die Speisefolge stammt aus dem Jahr 1884. Damals wurde Goldene Hochzeit gefeiert, die des letzten regierenden und bedeutendsten Fürsten in Sigmaringen. Karl Anton von Hohenzollern, der ein goldenes Händchen bewies, wenn es um die Veredelung seines Stammbaums ging. Mitte des 19. Jahrhunderts platzierte er seine Kinder an einflussreichen Königshöfen in Europa. Die älteste Tochter wurde durch Heirat Königin von Portugal. Ein Sohn wurde 1866 nach Rumänien gesandt, wo ihm 15 Jahre später die Königswürde angetragen wurde. Eine weitere Tochter heiratete in die belgische Königsfamilie ein. Für die Zukunft Europas spielte das kleine Sigmaringen 1870 sogar eine Schlüsselrolle, als Karl Antons Sohn Leopold der vakante Thron Spaniens angeboten wurde. Prinz Leopold wurde ja damals quasi überredet. Es war ja gar nicht gewollt von unserem Haus. Es war ja ein Vorschlag, der dann noch mit Indiskretion nach draußen getragen wurde. Frankreich fühlte sich brüskiert. Denn Frankreich fürchtete die Umklammerung durch das deutsche Herrschergeschlecht, durch die fürstlich-schwäbischen Hohenzollern im Süden und die königlich-preußischen im Norden. Dort saß seit 1858 Wilhelm I. auf dem Königsthron. Die Regierungsgeschäfte aber überließ er seinem ehrgeizigen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck. Die Zusammenarbeit zwischen dem Monarchen und seinem Premier folgte stets dem gleichen Muster. Bismarck entschied und Wilhelm I. fügte sich, so auch bei der Frage um die spanische Thronkandidatur des Schwabenprinzen. Nur mit schwerem Herzen gab er sein Einverständnis, wie er am 21. Juni 1870 in einem Schreiben festhielt, denn er fürchtete die diplomatischen Konsequenzen. Und tatsächlich forderte 3 Wochen später ein französischer Botschafter Wilhelm auf, die Kandidatur des Schwabenprinzen zurückzuziehen. Da hat dann Wilhelm I. kriegsunwillig ihm gesagt, also wir verfolgen das nicht weiter, das hat alles keinen Sinn, darüber brauchen wir uns nicht zu streiten. In einer vertraulichen Note der Emser Depesche unterrichtete er seinen Ministerpräsidenten von dem Treffen. Doch Bismarck fiel seinem König in den Rücken. Aus der vertraulichen Note machte er eine scharfe Presseerklärung, einzig mit dem Ziel, Frankreich zu provozieren. Es klang so, als ob der Botschafter nun da kalt abgefertigt worden wäre und der König sozusagen die Ehre Preußens und Deutschlands zu vertreten hätte. Das war eine schlimme Sache. Aber es provozierte die Franzosen zur Kriegserklärung. Bismarck hatte sein Ziel erreicht. Im Juli 1870 zog Frankreich gegen die preußischen Truppen in den Krieg. Deutsche Fürsten,
von der dänischen Grenze im Norden bis Bayern im Süden, solidarisierten sich mit dem preußischen König. Es war die Geburtsstunde des deutschen Nationalstaats. Am 18. Januar 1871 wurde Wilhelm I. von seinen Bündnispartnern zum deutschen Kaiser proklamiert, im Spiegelsaal von Versailles. Mit der unseligen Kaiserproklamation in Versailles im Spiegelsaal, dem heiligen Zentrum der Franzosen bis zum heutigen Tag, dort den deutschen Kaiser zu proklamieren, das war eine Sache, die die Franzosen bis zum Ersten Weltkrieg nicht vergessen haben. Und diese Schmach in ihrem heiligen Versailles, das war nicht sehr klug. Mit dem Kaiserreich zog in Deutschland Frieden ein. Wirtschaftlicher Aufschwung und soziale Reformen wie die Einführung einer Sozialversicherung verhalfen dem Kaiserhaus zu großer Popularität. 1888 kam der Enkel Wilhelms I. an die Macht. Wilhelm II. Wollte die Deutschen herrlichen Tagen entgegenführen, wie er zu Beginn seiner Regierungszeit verkündete. Und er wollte natürlich Deutschland zu einer großen Weltmacht machen, durch Militär. Und Deutschland war ja ein Militärstaat, was ja auch Übergriff auf alle Bereiche des kulturellen Lebens. Und nicht jedem lag das. Aber wenn du nicht im Militär warst als Mann, hast du keine Karriere gemacht. Ja. Sein Militarismus, sein Anspruch auf kaiserliche Machtvollkommenheit und seine Vorliebe für den großen Auftritt wurden nicht von allen Deutschen geschätzt. Der Kaiser war ja auch nicht besonders beliebt. Diese Großmannssucht und sich immer beweisen müssen, beweisen wollen und seine Sucht nach Äußerlichen, nach Uniformen und nicht, das ist ja eigentlich alles ein Zeichen, um eine Insecurity zu überbrücken. Unsicherheit und Durchsetzungsschwäche versuchte er zu überspielen, aber mit konsequenter und programmatischer Realpolitik hatten seine Inszenierungen nur wenig zu tun. Sein persönliches Regiment wurde für viele aus der politischen Führungselite unberechenbar. Er war ein Mann, der sehr schwer steuerbar war, auch für sich selbst. Für niemanden steuerbar. Seine Hofkamarilla hat das ja immer wieder versucht, aber auch das hat nicht richtig funktioniert. Wilhelm setzte auf Aufrüstung, vor allem zur See. »Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser«, war sein Credo. Mit einer schlagkräftigen Flotte wollte er Eindruck schinden in der Welt. Er war fasziniert von dem, wodurch die meisten Deutschen damals fasziniert waren, nämlich von Technik und ganz besonders der Flottentechnik. Er wollte der deutsche Flottenkaiser werden, so wie der Soldatenkönig der Soldatenkönig geworden war. Sein imperiales Großmachtstreben provozierte vor allem die Seemacht England. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte das Deutsche Reich kaum noch Verbündete. Nur Österreich stand noch an seiner Seite. Als der österreichische Thronfolger in Serbien ermordet wurde, kam es in Europa zu einer außenpolitischen Krise. In Berlin spitzte sich die Lage zu. Wilhelm stellte sich uneingeschränkt hinter Österreich. Seine Generäle bestärkten ihn. Im Notfall könne man es mit ganz Europa aufnehmen. Also hier bereitete sich vor ein Riesenunfall auf der zentralen Kreuzung Europas. Und Wilhelm II. War einer der Faktoren. Es gab ja keine ernsthafte Reichsregierung, die in der Lage war, die Militärs beiseite zu drängen. Und das war ein Riesenfehler. Denn sämtliche Stränge der Außen- und Sicherheitspolitik liefen ja bei ihm zusammen. Er war der Einzige, der die Übersicht haben konnte und haben musste. Doch er verlor die Übersicht. Mit Hurra-Patriotismus marschierten die Deutschen 1914 Richtung Untergang. 4 Jahre dauerte der Höllensturm, der als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts in die Geschichte eingegangen ist. Von der Welt wird Wilhelm II. Als Kriegstreiber verachtet, doch er war auch eine Marionette seiner Generäle. Er hat dieses Riesenspielzeug völlig unterschätzt in seiner Dynamik, in seiner Selbstzerstörungskraft. Er ist seiner Verantwortung als Chief Executive überhaupt nicht ernsthaft nachgekommen. Und das ist seine bleibende, wenn man so will, historische Schuld. Der verlorene Erste Weltkrieg stürzte die Nation in eine tiefe Depression. Wilhelm flüchtete sich ins Exil, ins niederländische Doorn.
Von ihm wollten die Deutschen nichts mehr wissen. Das grämte ihn, denn einer Schuld war sich Wilhelm stets nicht bewusst. Also im Grunde genommen war das Leben in Dorn ein verkleinertes Universum der Potsdamer Hofgesellschaft. Denn der Kaiser fühlte sich noch als Kaiser, wenn er auch keiner mehr war. Aber der Tag war sehr straff organisiert. Es gab einen Morgengottesdienst, den der Kaiser selber hielt. Und dann Vorlesungen, dann hat er gearbeitet, dann ist er in seinen Garten gegangen, er hat ja einen großen Park gehabt. Über die Lage im Reich war Wilhelm informiert. Wann immer die junge Republik vor dem Kollaps zu stehen schien, ging es dem Exilanten gut. Er lebte in einer Parallelwelt, vertrieb sich die Zeit mit Gartenarbeiten und träumte von einer großen Rückkehr. Seine Schwiegertochter Cäcilie soll gesagt haben: »Mein Gott, Wilhelm weiß gar nicht, dass er nie wieder auf den Thron zurückkommen wird, dass ihn niemand mehr rufen wird.« Hermine, seine zweite Frau, die war jemand, die sehr ehrgeizig war und die Kontakte hatte zu den führenden Nationalsozialisten. Hermann Göring war ja zweimal in Haus Dorn, 1931 und 1932. Und Hermine hatte sich schon sehr gewünscht, auf den Thron der Hohenzollern zu kommen. Ist auch nach Deutschland gereist, was der Kaiser ja nicht konnte. Und hat Parteiversammlungen besucht, der NSDAP, und hat schon Kontakte auch geknüpft. Von den aufstrebenden Nationalsozialisten erhoffte sich der Ex-Kaiser die Rückkehr auf den Thron. Tatsächlich machte ihm Hitler Hoffnungen. Einer der Kaisersöhne, Prinz August Wilhelm, trat sogar der NSDAP bei und wurde hoher SA-Funktionär. Es war natürlich für Hitler nur ein Spiel. Er brauchte ja ein paar gute Namen. Er wusste, er würde auch tüchtige Bürokraten brauchen. Er würde die Vermittlung von hohen Militärs brauchen. Kurzum, er hat sie ja alle getäuscht. Und er hat natürlich auch die Hohenzollern getäuscht. Und das nicht zu erkennen, verrät doch eine große Naivität. Aber diese Naivität hat das Haus Hohenzollern mit großen Teilen der deutschen Konservativen, insbesondere des Adels, geteilt. Nach der Machtergreifung 1933 ließ Hitler die Hohenzollern ganz schnell fallen. 6 Jahre später erschütterten die Geschütze Europa ein zweites Mal. Hitler marschierte in Polen ein. Als er auch in Frankreich einfiel, meldete sich der Kaiser mit Glückwünschen zu Wort. Unter dem tiefgreifenden Eindruck der Waffenstreckung Frankreichs beglückwünsche ich Sie und die deutsche Wehrmacht zu dem von Gott geschenkten gewaltigen Sieg. Man hat da gefragt: Majestät, wie sehen Sie denn eigentlich den Siegeszug der deutschen Truppen? Und so hat er dieses Telegramm eben verfasst, was ihm später halt, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, ziemlich schwer belastet hat auch. Den Untergang des Dritten Reichs erlebte der letzte Hohenzollern-Kaiser nicht mehr. Am 4. Juni 1941 starb Wilhelm II. Im niederländischen Exil. Seinen Nachfahren hinterließ der letzte deutsche Kaiser und König von Preußen ein schweres Erbe. Preußen ist halt auch immer besetzt mit Militarismus, mit Gehorsam, aber natürlich auch mit Kunst und Kultur und Wissenschaft. Aber der letzte Kaiser ist im Bewusstsein der Deutschen noch ziemlich deutlich, und das lässt heute auch die Leute mal aufhorchen, wenn es um Preußen geht. Nicht immer, aber eben doch sehr häufig. Schon zu Lebzeiten von Prinz Louis Ferdinand, dem Enkel des letzten Kaisers und Großvater des heutigen Preußenchefs Georg Friedrich, übte sich die Familie in Zurückhaltung, wenn es um die Vorfahren ging. Ich tue mich immer schwer mit historischen Vorbildern aus meiner Familie, aber ich muss sagen, dass mein Großvater sicher Vorbildcharakter hatte. Und er gehörte auch dem politischen Widerstand an, der wiederum auch den militärischen Widerstand um Stauffenberg direkt unterstützt hat. Und ich denke, allein die Tatsache, wie er das ganze 20. Jahrhundert mit allen Höhen, aber vor allem auch Tiefen durchgestanden hat, auch 2 Kinder und seine Frau zu Grabe tragen und das alles immer erhobenen Hauptes durchgemacht, das hat absoluten Vorbildcharakter für mich. Der Großvater bestimmte seinen Enkel zum Alleinerben des verbliebenen Vermögens und Nachfolger als Chef des Hauses. Denn seine 3 Söhne hatten sich durch unstandesgemäße Ehen disqualifiziert.
Als Louis Ferdinand 1994 starb, trat Prinz Georg Friedrich im Alter von 18 Jahren sein Erbe an. Das brach schon ziemlich viel über mich herein und ich habe es auch irgendwo gespürt und er hat es auch wohl gespürt. Deswegen war ja auch irgendwann mal im Laufe unserer Zusammentreffen mal diese ernste Frage: Georg, bist du dir eigentlich bewusst, was mal auf dich zukommen könnte? Mit einem sehr ernsten Blick, der mich auch natürlich, ja, den ich auch heute nicht vergesse. Das Haus zu repräsentieren, das verbliebene Erbe zu verwalten und die Weisungsbefugnis in Familienangelegenheiten auszuüben, gerade einmal volljährig, keine leichte Aufgabe. Seine Onkel witterten ihre Chance. Diese Onkels mussten ja alle unterschreiben, wenn sie nicht standesgemäß heirateten, mussten sie also unterschreiben, dass sie verzichten sozusagen. Das haben sie ja alle getan. Dennoch verklagen sie den jungen Familienchef. Ich finde das eigentlich sehr traurig. Der macht das sehr gut, der Georg. Und für ihn ist das natürlich eine große Belastung, diese Schüsse von den bösen Onkels. Bis heute wird gestritten um das Vermächtnis der Ahnen. Doch das Amt des Familienchefs kann Prinz Georg Friedrich keiner streitig machen. Wenn er auch zum Erhalt des Stammsitzes auf keine finanziellen Ressourcen zurückgreifen kann, die Burg muss sich selbst tragen. Dafür kommt das Prinzenpaar regelmäßig nach Schwaben. Ihren Lebensunterhalt verdienen Georg Friedrich und Sophie als angestellte Unternehmensberater, er in Rostock, sie in Berlin. Es ist wirklich eine Herausforderung. Also wir haben beide, muss man dazu sagen, nur einen 4-Tage-Job. Also Freitag ist immer frei, kann auch mal geschoben werden, wenn es am Montag oder Dienstag sein sollte. Dann haben wir beide Gott sei Dank sehr flexible Arbeitgeber. Und trotzdem ist es immer wieder schwierig, weil viele Leute einen sehen wollen. Und Prinz Georg nimmt diese Pflichten sehr, sehr ernst. Dieser Generationssprung meiner Familie hat es sicher vielen Beteiligten nicht leicht gemacht, auch mir nicht. Ich muss aber dazu sagen, ich hätte das alles nicht geschafft ohne große Unterstützung von Freunden, von Menschen, die mir in professioneller Hinsicht geholfen haben, also beispielsweise juristischen Rat gegeben haben und insbesondere auch aus der eigenen Familie. Vor allem bei den Hohenzollern aus Sigmaringen genießt er Rückhalt. Ich habe so eine Art von Aufgabe, dass ich mich um ihn sorge, um ihn kümmere und ihm helfe, wo er Hilfe braucht. Das ist eine echte Freundschaft. Freundschaft ist, ich bin also älter, also Onkelfreundschaft. Und mein Vater hat eben sehr den Louis Ferdinand gemocht auch. Das war immer sehr, sehr gute Beziehung. Wir sind eine Familie. Und nur so können wir auch stark sein. Zur Hochzeit von Prinz Georg Friedrich und Prinzessin Sophie sind die bösen Onkel nicht eingeladen. Dafür sind alle Sigmaringer da. Onkelfreund Johann Georg ist sogar Trauzeuge. Die Hohenzollern. 2 Familien, eine Dynastie. Das ist eine unglaublich lange Tradition zweier Familien, die es geschafft haben, über Jahrhunderte Werte und Traditionen bis eigentlich in die heutige Zeit mitzunehmen. Und das ist eigentlich auch ein Wunsch an die Zukunft, dass nicht eines Tages nur noch der Name übrig ist von einem Geist einer Familie, die sich über so viele Jahrhunderte gehalten hat. Die Hohenzollern. Wie keine andere Dynastie haben sie die deutsche Geschichte geprägt.